Herzlich willkommen bei dem heutigen Video, ja? Wir spielen jetzt gemeinsam eine Challenge. Und zwar spiele ich jetzt diesen GTA 6 League hier ab. Und ihr zählt bitte, wie viele Dildos hier im Video zu sehen sind. Wir haben hier Player, also PL, 2 von 32. Das heißt, die Lobby ist mit 32 Spielern voll. Und wir haben gerade 2 Spieler, die online sind. Das ist die Dame und die Dame. Da wird der Online-Modus schon getestet, Chat. Also es ist jetzt auch kein Angriff gegen den YouTuber. Es ist eher eine Aufklärung. Ich möchte, dass wir als Kollegen uns gegenseitig helfen. Wenn ich mal irgendwo falsch liege, möchte ich genauso, dass meine Kollegen sich bei mir melden und sagen, ey Oleg, komm, in diesem Gebiet, da kennst du dich nicht ganz so aus, ich kann dir da ein bisschen helfen, weil ich habe das und das mitbekommen, weil das hast du nicht mitbekommen. Checkst du? Zum Beispiel GTA 5 Materie. Bin ich gar nicht drin. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ey Bro, hier meine Hand, komm mit, auf süß. Ich zeig dir, wie online funktioniert. Ich zeig dir, wie man Firma aufbaut, GmbH eröffnet, was weiß ich, so einer auf den, ja. Es geht um Yankee Unit 91, sorry, wenn ich das Falsche ausspreche. Da hat er ein Thema angesprochen, ich habe ganz kurz geswiped hin und her. Stimmt das, keine fliegende Fahrzeuge in GTA 6? Also das ist das Video, ich habe ein bisschen geguckt und dann dachte ich mir, ey, das sind schon ein paar interessante Fragen auf jeden Fall dabei. Da gehen wir mal rein und beantworten die Fragen, wo viele nicht so deep sind in der GTA 6 Materie, okay? Und dann wird es ein bisschen mehr aufgeklärt. Wir fangen einfach mal an und schauen mal, was der Bre zu sagen hat. Das wirklich? In diesem Video schauen wir uns heute einige Gerüchte rund um GTA 6 an, die hartnäckig sind und die ihr jedes Mal sehen könntet, wenn ihr GTA 6 eingibt auf Social Media. Und ich möchte heute mal für Klarheit schaffen. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt ChatGPT, Gemini, Grok und die ganzen anderen KI-Tools, die heißen. Denn Leute, es ist mittlerweile einfach nur noch lächerlich geworden, muss man an dieser Stelle sagen. Oder wenn ihr es genauso sieht wie ich, wie viel lächerliche Gerüchte es am Start gibt. Also Gerüchte hin und her, ja, es gibt schon sehr viel Bullshit, da hat der Bre schon recht, ja. Aber manchmal, wenn man... Hallo? Digga, das stimmt irgendwas nicht. Bro, was ist denn los mit dir, da? So, was ich sagen wollte, der Bre hat schon recht, es wird schon viel Bullshit erzählt, aber oft ist mir aufgefallen, dass auch Bullshit einfach abgestempelt wird als Bullshit, auch wenn es ein bisschen deeper ist. Da müsste man noch ein bisschen deeper gucken, ja? Und das machen wir jetzt. Wie viele Gerüchte es gibt, wollte ich sagen. Zeig das mit einem Daumen nach oben, denn ich finde, es muss mal endlich jemand auf den Tisch schlagen und sagen, nee, Freunde, so geht das nicht weiter. Da bin ich auch der Meinung und deswegen werden wir das Ganze aufklären. Und da bin ich auch, aber ich will nicht auf meinen Tisch schlagen, weil der ist recht neu. Und jetzt geht's zum Sponsor. Hey, Tische.de. Nein, wenn es dir gibt, Grüße geht's raus an dir. Aber jetzt mal im Ernst. Wir beginnen mit einem hartnäckigen Gerücht, welches seit mehreren Jahren am Start ist. Und zwar soll Rockstar Games gesagt haben, dass Gebäude begehbar sind und zwar zu 60%. Also das hat Rockstar Games noch nie gesagt. Also ich habe es noch nie mitbekommen, dass Rockstar Games gesagt hat, dass 60% der Gebäude betretbar sind. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass 75% der Gebäude, oder 70% war das, ne? 70% der Gebäude betretbar sein sollen. Und die Quelle kann ich auch nennen, das ist nur eine Leak-Quelle, relativ verlässliche Quelle, weil es von einem der höchsten Männer, und zwar Aaron Gabbard, dem Mitarbeiter von Rockstar Games, der eine Führungskraft dort ist. Der Sohnemann hat seinen Bildschirm abgefilmt und zusätzlich Informationen an seinen Klassenkameraden weitergeleitet. Unter anderem, dass 70% der Gebäude betretbar sind. Ach nee, warte mal. Der andere Beitrag sagt 65%. Ein anderer Beitrag 70. Sagt als Parodie, das kenne ich noch, 6-7%. Nein, jetzt im Ernst. Hat er 6-7 gesagt? Alle mal 6-7 in den Chat. Kugel ausgelenkt, Digga. 60% bis 75% sollen die Gebäude angeblich in GTA 6 betretbar sein. Stimmt das? Nein. Rockstar Games hat so etwas nicht einmal erwähnt, nicht einmal gesagt. Du wirst nirgendwo finden, dass Rockstar Games die spezifische Zahl genannt hat. Denn so tickt gar nicht Rockstar Games und so wird Rockstar Games nie im Leben uns jemals erklären, ob man Gebäude betreten kann oder auch nicht. Also das ist schon mal Humbug, das ist erfunden, das ist Schwachsinn und es...
Nein. Yankee, das ist auf gar keinen Fall Schwachsinn. Außer du stempelst jeden Leak und jedes Gerücht als Schwachsinn ab, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist komplett viral gegangen. Wundert mich gerade, dass der Bre das komplett verpasst hat, weil ich gebe da jetzt einfach ein, TikTok Leak, 70% Building, Leak, GTA 6. Ja, das ist der Chat. Das ist der Vater, der Aaron Gabbard. Das ist der Sohnemann, der das an seinen Kumpel geschickt hat und der hat es dann auf TikTok veröffentlicht. Dann hat ihn ein Dude angeschrieben und dieser Account hat ihn auch geantwortet. Checkt hier einen auf den. Ob es jetzt stimmt, ist natürlich die andere Sache, aber das ist schon ein hartnäckiges Gerücht, weil die Quelle halt auch Gameplay geleakt hat. Also so ist nicht. Die Ehrengeburt, genau. Und da, wenn du genau hinguckst, mein süße Bre, steht da, 70% der Gebäude sollen betretbar sein. Da wurde auch Zeug gesagt, ja, da und so soll es erscheinen, dies, das, Ananas. Es könnte sich alles geändert haben, was geschrieben wurde. Aber Tatsache ist, es ist jetzt nicht irgendein Bullshit, so dass es, keine Ahnung, irgendein TikTok-Fake-Account erstellt hat, sondern es ist schon eine Quelle so halt, ne? Weil dieser Leak wurde auch von dem Bre geleakt. Das wurde mitveröffentlicht von dem Account. Da. Das wurde mitveröffentlicht. Seht ihr, das ist der gleiche Account. Also, wenn man so ein bisschen recherchiert hätte, dann hätte man das auch bekommen. So ist nicht. Muss man nur eingeben, 70% der Gebäude und dann habt ihr es direkt vor der Nase. Also, bitteschön, ja. Schauen wir mal weiter, was es noch gibt. Es gibt leider keine Bestätigung. Bestätigung? Natürlich würde ich gerne einige. Also, Bestätigung auf gar keinen Fall. Also Bestätigung gibt's von Rockstar Games nur 4-mal. Erste Verschiebung, zweite Verschiebung, erster Trailer, zweiter Trailer. Und die Ankündigung kann man natürlich auch mit hochrechnen. Aber sonst gibt's von Rockstar Games nicht irgendwie so Side-Chick-Informationen mäßig, ja. Hast du alle Leaks von GTA 6? Ja, ich habe alle Leaks. Zum Map wissen, wer nicht? Ganz ehrlich. Aber leider stimmt das nicht. Also da können wir schon mal an der Stelle sagen, nein. Gerücht 6- wurde einfach in die Welt gesetzt. Es gibt keine Hinweise dafür und es gibt auch keine Bestätigung von Rockstar Games. Das Video habe ich erstellt, weil ich wieder mal das gelesen habe, dass es keine fliegenden Fahrzeuge in GTA 6 geben wird. Damit meinen wir natürlich Oppressor Mark II und zum Beispiel Deluxe. Also Fahrzeuge, die eigentlich so noch nicht geben darf. Weil das wird ja irgendwann kommen, das ist ja Fakt, ne? Daran wird ja gearbeitet und so ein Oppressor Mark II ähnliches Motorrad gibt es im echten Leben. Aber lass uns mal an der Stelle mal sagen, es ist komplett unrealistisch. Und dazu gibt es... Boah, das mit fliegenden Fahrzeugen. Gordon Meister, grüß dich, mein Lieber, ja? Denkt ihr, dass GTA 6 auch direkt auf PC released wird? Aktuelle Gerüchte sagen, dass es einen Monat später kommen soll. Das hat eine Quelle, COD-Leaker hat es erzählt, also ein bekannter COD-Leaker. Warte mal, was rede ich? Sorry, Bro, ich hab gerade Scheiße gelabert. Ich meine, der Online-Modus kommt einen Monat später. Die GTA 6 soll 6 Monate später kommen. Das ist der Status. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Chat, ihr könnt ja mal ganz kurz in den Chat abstimmen, weil ihr seid ja Menschen und ihr spielt auch GTA. Wollt ihr so fliegende Fahrzeuge haben? 1 in den Chat für Ja, 2 für Nein oder 3 in den Chat? Ja schon, aber nicht so OP, wie die in GTA 5 waren. Also von mir aus kann es komplett wegbleiben. Ich bin gar nicht der Fan davon. Ich würde so Jetpack und so Spaßdinger so in der Story schon feiern, so wie in GTA San Andreas, aber erst so am Ende so. Du hast durchgespielt und du bekommst es quasi, aber nicht direkt am Anfang oder dass du irgendeinen Ort besuchst und dann kannst du es direkt nehmen und dann spammst du die Missionen durch. Also auf das hatte ich gar keinen Bock so mäßig, ja. Tatsächlich wurde zu dieser Sache noch nie was gesagt. Da hat er natürlich recht, der Yankee. Aber ich vermute, dass die ganzen Fahrzeuge, diese fliegenden Fahrzeuge in GTA 5 Online nur kamen, weil die Ideen irgendwann ausgeschöpft waren, ja. Irgendwann gab es einfach nichts Neues. Was kann man denn noch reinbringen? Dies, das, Ananas. Und dann haben die einfach angefangen, Star Wars draus zu machen. Nur damit da ein bisschen künstlich Action entsteht. Checkt ihr? Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt zu Beginn von GTA 6 Online direkt zu starten mit Star Wars 2.0. Weißt du, was ich meine? Ich will halt so rumfliegen, zum Beispiel mit Jets, also mit realistischen Fahrzeugen, Breezy, oder? Bin ich auch voll bei dir, ja? Oleg, ich würde auf Gamescom kommen, wenn ich mit dir rumlaufen darf, weil meine Eltern keinen Bock haben. Gabriel, Bruder, wie soll ich mit dir rumlaufen, Bro? Was meinst du denn, Digga? Soll ich dingen, Bro, mit Hand in Hand oder was ist da los? Nicht, dass du denkst, dass ich Paparazzi bin. Echt, Bro, da kannst du doch alleine hin, oder? Ist auch leider keine Bestätigung. Ich will's nicht, um ehrlich zu sein, und dann irgendwie doch. Weil auch so Gabriel, Küsse. Danke, mein süßer Es hat mir so viel Zeit erspart in GTA 5. Wenn ich Gamescom bin, dann könnt ihr natürlich alle rumlaufen, wenn ich komme. So ist nicht.
Außer man sagt so, ja Jungs, jetzt reicht schon langsam, weißt du, was ich meine? Dann ist ja auch okay, aber an sich, Bro, wer bin ich, dass ich euch verbiete, mit mir zu laufen? Weißt du, was ich meine? Lauft, wo ihr hin wollt. Solange nicht mein Gött anfasst, ist alles gut. Bei Missionen, ganz wichtig, bei Missionen. Aber weil es so viel Schaden angerichtet hat und dass heutzutage noch Leute sich dagegen nicht wehren können, ja, zeigt immer noch, wie schlecht eigentlich ein Oppressor Mark II ist. Und genau deswegen weiß ich nicht. Ich will keine haben, ihr wollt keine haben. Aber wie gesagt, die Bestätigung ist nicht da, ob es Deluxe Oppressor, Oppressor Mark II und Co. geben wird oder nicht. Also eine Erleichterung gibt es, also eine Info gibt es tatsächlich. Und zwar, das war die Idee von Leslie Benzies, dem Epstein-Besucher, ja, Epstein-Island-Besucher, ja. Man hat ihn in den Leaks gefunden. Also in den Files hat man seinen Namen gefunden, deswegen wurde ja, Mind's Eye, kennt ihr das Spiel? Der hat es produziert, jetzt wurde er rausgeschmissen als Führungskraft. Wahrscheinlich wegen den Epstein-Files, ja. Und dieser Bre, das war seine Erfindung und das war seine Idee, dass man dieses MK2 reinbringt. Und dadurch, dass er vielleicht weg ist, überdenkt es Rockstar Games nochmal. Aber es ist wie gesagt keine Garantie, ne? Vielleicht kommt es direkt zum Release, wir können das ja nicht sagen. Vielleicht sagt Rockstar Games, nee, Alter, das war der Burner. Das bringen wir unbedingt rein in GTA 6. Das darf nicht fehlen, doch. Nicht. Ich will es nicht, ich brauche es nicht. Ich auch nicht. Aber andererseits ist es lustig. Ich würde mal so sagen, wenn GTA 6 in die Jahre gekommen ist, könnte das vielleicht für frischen Wind und wieder für Chaos sorgen. Ja. Mal schauen. Aber auch hier ist es so, Rockstar Games hat nirgendwo was bestätigt. Und für euch habe ich extra sogar verschiedene KI-Sätze gefragt. Ich habe denen gesagt, recherchiere im Internet, google mal, stimmt es? Und alle drei, die ich gefragt habe, sagen, nein, es gibt keine Bestätigung seitens Rockstar Games oder Take-Two. Guck mal, die sagen sogar Take-Two, weil sie so denken, ja, vielleicht hat das ja Take-Two gesagt. Nein, haben sie nicht, keine Bestätigung, leider. Ob es fliegende Fahrzeuge geben wird oder nicht, finden wir dann mal gemeinsam raus, wenn es soweit ist. Der Online-Modus erscheint erst 2027, genau das habe ich gehört und dazu müssen wir eine Sache sagen, es wurde nichts bestätigt, auf keinen Fall, aber wir haben absolut keine Informationen zum Online-Modus bis jetzt. Es gibt einen Leak zum Online-Modus sogar, den zeige ich euch gleich und es gibt nur Indizien, also es gibt kein, also Rockstar Games hat jetzt nicht gesagt, so Friends, GTA 6 Online kommt hier und da, das natürlich nicht. Aber wie gesagt, der COD-Leaker, da ist er doch, der Bre. Also ihr könnt mir jetzt glauben oder nicht, das bleibt euch überlassen. Ich habe aber gehört, dass GTA 6 online Monat nach dem GTA 6 Release erscheint. Also er geht davon aus, dass es im Dezember kommt. Relativ verlässliche Quelle, ja. Er hat sehr viel COD schon geleakt und war oft auch richtig gelegen. Ist natürlich aber keine offizielle Bestätigung, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Leak von dem Online-Modus. So, und jetzt denkt ihr euch, was labert der dies, das? Ich erkläre euch mal, was wir hier sehen. Wir sehen hier einen Leak. Man sieht zwei Figuren und eine Figur ist tot oder verletzt auf den Schultern und wird quasi getragen. Da wird der Modus, also da wird die Funktion getestet, wie es ist, einen NPC auf den Schultern zu haben und damit rumzulaufen. Achtet bitte jetzt drauf, dass diese Person auf den Schultern ein toter NPC ist. Merkt euch das. Und dann merkt ihr euch, dass diese zwei Damen, diese Zwillingsdamen, nennen wir diese Zwillinge einfach TGG und Slag, dass diese beiden zwei Online-Charaktere sind, okay? Und wenn wir jetzt hier, also man könnte jetzt sagen, ja, wie kommst du jetzt da drauf, dass das überhaupt Online-Modus ist mäßig? Ganz einfach, achtet mal hier. Könnt ihr das erkennen, Chat? Wir haben ja einen 2K-Stream, da müsst ihr eigentlich schon erkennen, ja. Wir haben hier Player, also PL, 2 von 32. Das heißt, die Lobby ist mit 32 Spielern full. Und wir haben gerade zwei Spieler, die online sind. Das ist die Dame und die Dame. Da wird der Online-Modus schon getestet, Chat. Das ist es. Fettes GG dafür. Ob es jetzt 32 Spieler bleiben wird, das bezweifle ich. Ich denke, das wird viel mehr. Weil, schau mal, NoPixel zum Beispiel, diese ganzen RP-Server, die schaffen oder Grand RP, die schaffen alle sogar teilweise über 1000 Spieler drin zu haben auf einer GTA 5 Map, was ein Drittel ist von einer GTA 6 Map. Da würde es sicherlich möglich sein, mehr als nur 32 Spieler zu haben. Ich denke mal, diese 32 könnte auch reiner Platzhalter sein, Chat. Versteht ihr? Dass es gar nichts gibt, stimmt gar nicht. Es gibt dazu nur Gerüchte, keine Bestätigung von Rockstar Games. Ich meine, seitens Rockstar Games wurde online nie irgendwo auf der Seite oder im Trailer erwähnt. Also da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass vielleicht etwas kommt oder nicht. Nur eine Person hat etwas gesagt, daran kann ich mich erinnern, und zwar war es NetLuke. Aber Achtung, NetLuke hat so gesehen mit GTA 6 nichts zu tun. Er entwickelt das Spiel nicht, er hat keine
genaueren Informationen in dem Sinne kann... Ja, da hat er schon recht, der Yankee. Ned Luke schwimmt halt mit dem Hype mit, ne? Weil der weiß ganz genau, er muss jetzt alles mitnehmen, was geht, weil sobald GTA 6 draußen ist GTA 5 vergessen. Ist halt Real Talk, oder Chat? Er in den Chat für Real Talk. Ist zwar nice gewesen mit Trevor, Michael, Franklin, aber man muss halt ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, die Zeiten sind dann vorbei, ja? Danach ist nur noch der Gött von Lucia interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ned Luke zu Rockstar Games zu den Studios geht und die mit denen über GTA 6 reden im Detail. Vielleicht halt Thema Entwicklung und so weiter, aber nicht im Detail. Also, ob der Online-Modus ein Jahr später kommt oder einen Monat später, steht noch in den Sternen geschrieben. Das ist leider schade, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar Games sehr viel Zeit brauchen wird, um den Online-Modus rauszuklatschen. Jedoch müssen wir sagen, bei Thema Online-Modus war es jetzt bei den letzten 2 Spielen, die online hatten, und zwar Red Dead Redemption 2 und GTA 5 online, so dass die paar Wochen bzw. einen Monat nach dem eigentlichen Spiel erschienen sind. Deswegen, entweder Hope macht einfach, also dieser eine Leaker, der gesagt hat, GTA 6 kommt einen Monat später, also online. Entweder der macht jetzt einfach einen auf den, ich folge einfach den Leitfaden und habe am Ende recht, also der macht so Pokerface-mäßig. Oder der hat wirklich was hinbekommen, was auch irgendwo nachvollziehbar ist, ne? Auch das könnte natürlich der Fall von GTA 6 sein. Jedoch müssen wir sagen, dass der Weihnachtsmarkt, also Weihnachten, ein sehr wichtiger Zeitpunkt für Rockstar Games ist und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das verpassen möchten. Thema Shark-Cards, Thema GTA Plus, dass sich Leute halt zu Weihnachten sowas wünschen, weil da wird wirklich sehr viel Geld eingenommen. Aber trotzdem, es gibt da keine Bestätigung. Das, was ich jetzt gesagt habe, war Logik eventuell, aber nein, Online-Modus, kommt der nicht? Er kommt auf jeden Fall, aber wann, wissen wir nicht und darüber wissen wir absolut rein gar nichts. Noch. Ich mache das jetzt allgemein, ihr habt es wahrscheinlich ganz anders gehört und zwar mache ich das allgemein im Sinne von, es wird Paraden in Spielen geben, also in GTA 6. Es wird irgendwelche Formen von Gruppierungen geben, die sich halt freuen werden und dann, hey, hier gibt es eine Parade oder sowas. Und der Gedanke von jedem ist, ich fahre da rein. Und ja. Meint er die Pride Parade oder welche Parade meint er denn? Pride wahrscheinlich, oder? Oder was meint er mit den Paraden? Also, dass Pride Paraden sowas geben wird, da habe ich das nur mitbekommen, so als Meme, als schwarzer Humor mäßig, so. Das habe ich mitbekommen, so, hey, lasst uns da alle reinfahren. Ey, ich freue mich da drauf, wenn es das geben soll, so einen auf den, ja. Meine auch. Das muss ich an der Stelle sagen, ich werde da so oder so reinfahren und mir ist egal, was für eine Parade das ist. Ich werde in jede Parade reinfahren. Genauso wie jeder von euch das machen wird. Und es ist machbar, wenn man sich die Screenshots einfach anschaut. Wie viele NPCs manchmal auf einem Foto angezeigt werden. Das hier ist jetzt kein Paradebeispiel, aber nur als Beispiel. Obwohl, ist das schon eine Parade? Drivers Parade? Jetzt im Ernst. Also wenn man sich die Screenshot anschaut, dann merkt man schon, dass von allen Seiten halt sehr viele NPCs unterwegs sind, mehr als in GTA 5. Und genau deswegen könnte das natürlich machbar sein, aber es kann alles machbar sein. Da gibt es leider auch keine Bestätigung. Da muss ich widersprechen. Okay, da muss ich ganz kurz widersprechen, weil Menschenmengen sind eigentlich mehr oder weniger bestätigt. Trailer 1 GTA 6, diese Szene hier. Menschenmenge. Ganz, ganz viele Menschen. Das hat mal jemand gezählt, das sind 124, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall über 100 Menschen sind auf diesem Screenshot zu sehen. Dann haben wir, es gibt schon mehrere Bestätigungen, aber ich zeige mal nur die wichtigsten, okay? Ja, es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise. Das ist zum Beispiel ein sehr interessantes Bild. Ganz, ganz viele Menschen an einer Stelle. Und da könnte man jetzt natürlich sagen so, ja, ich bin der Poki. Vielleicht wurde es ja in den Trailer nur eingefügt. Die haben das bestimmt nur bearbeitet, damit es gut ausschaut. Wir könnten alle den Poki machen. Poki, Kuss geht raus, ja? Oder wir gehen einfach mal in die Leaks rein. Das war nie geplant, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und schon damals, schau mal, wie viele Menschenhaufen in einer Pre-Alpha zu sehen waren, Chat. Guck dir das an. Willst du mir sagen, GTA 6 wird keine Menschenmengen haben? Wie erklärst du dir dann das? Seht ihr das? Seh nur wie Jiggly Wiggly. Schau mal, siehst du? Da überall Menschen, Bro. Also damals gab es schon sehr viele Menschen. Oder auch hier bei dem Diner sind auch sehr viele Menschen an einer Haufen. Schau mal, wie viele Menschen hier im Restaurant sind. 15 bis 20 so, weißt du? Kann man nicht ganz so sagen, wie Yankee das sagt, dass es gar keine Bestätigung gibt. Und ja, allgemein will man damit eigentlich nur sagen, oh mein Gott, das wird jetzt alles wieder richtig rogue und so weiter. Mit dem Oh mein Gott. Mit der Parade.
Auch da gibt es natürlich kein Indiz dafür, dass es eine geben wird oder nicht. Also diese Vogue-Thematik ist ein bisschen kompliziert. Ist es das echte Vogue oder ist es dieses moderne Vogue, wo irgendwelche pinkhaarigen Papageien aus der Ecke kommen und, Bro, so Gutmenschen sind, aber Privatpsychopathen, weißt du, was ich meine? Kennt ihr solche? Das ist für mich dieser Abschaum-Vogue. Diese Gutmenschen, diese möchtegern Gutmenschen, ja, wo sich vor vor Krankenwegen hinkleben und wo Menschen teilweise Herzinfarkt hatten und nicht durchgekommen sind, weil die irgendwas verändern wollten und sich irgendwie auf die Straße kleben, was eh nichts passiert, außer dass am Ende die Hand verätzt ist und der Typ vielleicht sterben könnte im Krankenwagen. Das ist für mich richtig Richtung Vogue, so, weißt du? Wenn, fahren wir rein. Wenn nicht, erstellen wir eine und fahren auch da rein. Ach so, der meint jetzt, Gay Parade meinte, okay. Wird oder nicht. Wenn, fahren wir rein. Wenn nicht, erstellen wir eine und fahren auch da rein. Wir fahren so oder so rein. Oder nicht. Also ich glaube, ganz ehrlich, ne? Die Leute, die nicht reinfahren, vor denen sollte man Angst haben. Das ist meine Meinung an dieser Stelle. Okay, wir distanzieren uns, ja? Wir distanzieren uns. Also man sollte die, wo in eine Gay Parade nicht reinfahren, vor denen sollte man eher Angst haben, als die, wo reinfahren. Tschüss, Alter. Der Brie, Alter, der Digga. Der kann ja denken, was er will in seiner... Also der kann ja auch spielen, was er will, wenn GTA 6 draußen ist. Aber Bruder, crazy. Die PC-Version erscheint ein Jahr später. Oh. Das ist auch ein Ding, worüber geredet wird. Und zwar, wann kommt die PC-Version, wann erscheint die PC-Version? Ein Jahr später, halbes Jahr später, als Überraschung zeitgleich. Auch zur PC-Version gibt es keine Hinweise. Aber es ist richtig, die PC-Version erscheint allgemein immer später. Und ob es ein Jahr ist oder 2 Jahre ist, steht in den Sternen. Das wissen wir leider noch nicht. Mann, ey! Digga. Alter. Der hat mich einfach hops genommen, Bruder. Ich zittere, ob hätte ich Orgasmus, Bro. Mann, ey! Digga, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Über PC-Version gibt es tatsächlich keine handfesten Beweise. Bruder, wir leben auch hier nicht, ne, auf Bazar, wo man einfach alles schon weiß, obwohl es nicht draußen ist, das Rockstar Games. Ist ja irgendwo selbsterklärend, ne, das Rockstar Games. Also, dass wir das meiste nur aus den Leaks und Spekulationen kennen, selbsterklärend, oder, Chat? Und das ist der Grund. Ich erkläre auch mal dem Yankee, was der Grund ist, warum die PC-Version später kommt. Es hat einfach mit den Kunden zu tun. Wir haben verschiedene VIP-Stufen, Hotels, ja. Sagen wir mal, oben kriegst du ein Hotelzimmer mit Pool, mit Ausblick aus die Stadt. Du hast Marmorboden, dies, das, Ananas. 2. Stockwerk, gibt schon Cooles zu, aber kein Pool. Dann weiter ganz unten sind die Kakerlakenwohnungen, weißt du? Das sind die Kakerlaka-Makalaka, weißt du, was ich meine? So ganz unten sind die Kakerlakenbries. Also ganz oben ist PS5 in der Villa, weil die geben 4,5 Millionen aus. Monatlich, ne? Ne, wöchentlich. 4,5 Millionen gibt PS5 aus. Weiter drunten im Hotel ist Xbox Series X mit 1,8 Millionen. Dann kommt PS4, das sind die Standards. Weiter unten die Billo-Abteilung, Xbox One, ja. Und Orsch wird gefistet ganz unten mit Kakerlaken, PC. Und dadurch, dass PC Rangordnung ganz unten ist, denken die sich, nö, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf die Top-Ausgeber. Und das sind die, schau mal, 4,5, 5,5, 6,3, 7, 8, 4, 7, 8, 8, ja, irgendwas mit 9 Millionen. Und dann haben wir nur 200.000. Wir haben fast 9 Millionen im Vergleich zu 200.000. Das ist doch klar, dass der Kunde einfach Billo ist. Weißt du, was ich meine? So, deswegen. Und wann es kommen soll? Da. Oh, Digga, was ein Zufall. Ich habe einfach richtig geklickt, Digga. Alle mal ein fettes GG, ja? Detective Seeds. Relativ verlässliche Quelle, muss man schon sagen. Ist schon ein Name, ja? Jeder von euch hat schon mal gehört. Er sagt, dass er hat insgesamt, wie viel hat er angeschrieben? 90 Mitarbeiter hat er angeschrieben und 3 haben ihm geantwortet. Er hat alle gefragt zu der PC-Version, wann es kommen soll. Und 3 haben ihn unabhängig voneinander, dass sie miteinander irgendwie kommuniziert haben, gesagt, dass es Februar 2027 erscheint. Also der hat 90 Mitarbeiter gefragt und 3 haben ihn geantwortet mit dem gleichen Datum. Und online 1 Monat später. Was ist denn jetzt schon wieder, Alter? Habe ich schon wieder die Rechnung nicht gezahlt oder was ist da los, do? Ich kann mir vorstellen, dass eine PC-Version vorteilhafter sein wird, grafisch natürlich sowieso. Also ja, grafisch gesehen wird die PC-Version sowieso ganz andere Ebenen haben.
als die Konsolenversion. Denn wir sind zeitlich angekommen, wo Grafikkarten teurer denn je sind. Damit kannst du dir schon Anfängerautos kaufen, gut gebrauchte. Ich dachte schon, geil, Alter, Yankee hat jetzt ein paar Effekte in den Videos eingebracht. Weil normalerweise tut er ja nur reden und Gameplay zeigen. Ich dachte, Digga, das ist jetzt aber ein ganz anderer Effekt. Das kennt man ja von Yankee gar nicht. Aber na, jetzt im Ernst, was ist mit den Preisen passiert? Auf jeden Fall können die Grafikkarten auch deutlich mehr als zum Beispiel 2014 oder 15, wo die GTA 5 PC-Version erschienen ist. Und Raytracing, Maytracing und so weiter und so fort, das spielt ja alles eine Rolle und ist alles auch in der Zukunft wichtig und richtig, natürlich. Und da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass am Ende des Tages wirklich die PC-Version auf jeden Fall vor den Konsolenversionen sein wird. Das so Kam die PC-Version so spät oder was? 2015, Bro. Das ist aber crazy, Alter. September 13 kam ja auf Konsole, ja? sowieso. Das stimmt natürlich auch immer, aber dafür musst du deutlich mehr Geld ausgeben als für eine Konsole. Das stimmt auch, müssen wir auch mal an dieser Stelle fairerweise sagen. Ja, hat er schon recht, ne? Aber mittlerweile PlayStation 5 Pro mit Ständer und alles, was dazugehört, mit der Preiserhöhung, da sind wir schon bei 1000 Euro. Chat, 1000 Euro für eine Konsole. Bro, hätte das mir jemand 2013 damals gesagt, dass eine Konsole mal 1000 Euro kosten würde, hätte ich gesagt, leck mir am Arsch, du Depperle, Alter. Ständer gesagt. Es kann besser aussehen, es kann schneller sein, es kann mehr Details wiedergeben, aber es kostet dementsprechend auch deutlich mehr. Wenn jemand sagt zum Beispiel, PC sieht besser aus als Konsole, ja, aber sieht dein PC besser aus als Konsole, also dein Spiel? Das ist immer eine andere Frage. Aber ja, Leute, es gibt auch leider dafür keine Bestätigung. Das sind alles wieder Gerüchte, eine PC-Version wird kommen, aber ihr habt ja auch den Finanzleak gesehen von Rockstar Games und GTA 6 und da haben wir auch leider klipp und klar gesehen, dass PC geldtechnisch für Rockstar Games absolut keine Rolle spielt. Okay. Leider muss man an der Stelle sagen, aber Hat ja, er doch mitbekommen. deswegen Chapeau! erscheint das Ganze auch für Konsolen wahrscheinlich immer als erstes, weil das der Hauptmarkt ist und man damit seine Brötchen verdient. Mhm. Und dann merkt ihr auch, ne, dass zwar PC eventuell auch stärker und besser ist, aber nicht jeder kann sich das anscheinend leisten, Fragezeichen. Okay, es gibt ein Gerücht, das finde ich interessant, das wollte ich einbauen, denn ich habe jetzt Gerüchte gesehen, dass wenn man sich ein Auto kauft, mehr Kontrolle hat, man kann sich mehr anschauen, man kann Sitz verstellen, man kann Boah, das ist jetzt ein interessantes Lenkradhöhe Thema. verstellen, Da bin ich mal gespannt, auf was er jetzt hinausgeht. Da bin ich jetzt gespannt. Die Leaks kann ich euch auch gleich einblenden, gar kein Problem. man kann alles Mögliche verstellen und auch Sitz umklappen und ja, das stimmt teilweise. Endlich kann ich mal ja sagen in diesem Video. Das stimmt teilweise, denn es ist folgendermaßen. Es gab ein GTA 6 Leak, beziehungsweise mehrere. Und in diesem Video wurde ein Sitz verstellt und auch Lenkradhöhe verstellt. Der Grund dafür ist Da wurden auch Spiegel verstellt, da wurde auch, die Pedalen wurden durchgedrückt. Aber warte mal, mich interessiert nur, was er sagt, also in welche Richtung er denkt. aber nicht, dass wenn du das Fahrzeug kaufst, dass du dir das alles im Detail anschauen kannst. Oder auch nicht, warte mal, wir haben da noch nicht die Bestätigung. Aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, dass in GTA 5 alle Charaktere gleich groß sind und in GTA 6 wird sich das ändern. Und deswegen wird auch die Höhe vom Lenkrad anders sein und auch vom Sitz bei den Charakteren. Ob du, wenn du jetzt Lucia, die ja kleiner als Jason ist, ob du jetzt mit Lucia den Sitz immer beim Einsteigen selber in irgendeiner Form anpassen musst oder ob Lucia das selber macht oder ob das irgendwie einfach so klackt, glitscht oder sowas, ist noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, alle Charaktere in GTA 5 sind gleich, außer bei weiblichen Online-Charakteren, die Schuhe mit hohen Absätzen haben. Die sind dann wegen den Absätzen größer. Aber ihr seht ungefähr plus minus. Ich glaube, das liegt auch am... Ne, wir sind doch gleich groß, ne? Meine Kopfbedeckung eventuell. Aber im Allgemeinen, im Kern, ohne Schuhe jetzt in Betracht zu ziehen, sind die GTA-Charaktere... Also ich sag euch ehrlich, Yankee würde nicht nur bei der Pride-Parade da reinfahren mit einem LKW, sondern mit diesem Online-Outfit, was er da hat. Der könnte da wirklich auf dem LKW auch tanzen, versteht ihr? Das würde ganz, ganz cool zu der Atmosphäre passen, bin ich der Meinung. Und tatsächlich würde es sehr interessant werden. Da spricht er auch ein geiles Thema an eigentlich, die Größe der NPCs. Es war ja bei GTA 5 so, dass sie alle unterschiedlich waren. Alle gleich waren. Und bei GTA 6 wird es so sein, dass sie unterschiedlich groß sind. Und egal, ob ihr wollt oder nicht, das wird unterbewusst sehr viel mit uns machen. Die Welt wird dadurch viel realistischer werden, Chat. In den Leaks hat man auch Dildos gesehen.
Wollen wir Dildos-Leaks anschauen, Chat? Alle mal ein D in den Chat. Wollen wir auch heute mal ein bisschen Dildo-Talk machen? Habt ihr Bock drauf? Alle mal ein D in den Chat. Aber da muss ich ganz viel Doppel-Ds sehen, ja? Strauß Zelnick folgt mir, der Allerechte, oder? Konto erstellt vor 4 Minuten, das muss echt sein. Alle im Normalfall genauso groß, außer wegen Schuhen. Bei mir hat es gerade geklingelt. Was will mein Notepad damit sagen? Ich habe mein Headset einfach auf Tastatur geworfen. Wieso steht da F in den Chat? F in den Chat für Lucy. F in den Chat, Leute, kommt alle mal ein F in den Chat. Ja, weil sie so klein ist und nicht gewisse Stellen hochklettern kann. Also ja, wie gesagt, Sitze und so weiter sind verstellbar. Ob das wirklich aber auch so im Spiel landen wird, wissen wir natürlich nicht an der Stelle. Aber wie ihr eventuell jetzt mit diesem Video gemerkt habt, sehr viele dieser, man kann in GTA das machen, das wird in GTA passieren, sind einfach am Ende des Tages Gerüchte und Fake News, kann man noch an der Stelle sagen, weil die wurden einfach in den Raum gesetzt von irgendwelchen Leuten, die einfach ein bisschen 5 Minuten Aufmerksamkeit generieren wollten. Und ich versuche euch da mal aufzuklären, und dieses Video ist eigentlich eine Lehre, dass einfach wieder mal sehr viel geredet wird und am Ende des Tages nichts passiert, außer Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich sag mal so. Ich sag mal so, da wurden auch ein paar Gerüchte in die Welt gesetzt. Dadurch, dass man sagt, dass das und das nicht stimmt und das von einem größeren Creator, was Abonnentenzahl auf jeden Fall angeht, muss man sagen, entstehen ja auch Gerüchte, ja. Und dann sagt man so, hey, warte mal, das stimmt gar nicht, weil ich habe das von Yankee gehört. Aber wir haben ja den einen oder anderen Punkt jetzt widerlegt, ja. Und ich sag euch ehrlich jetzt zu dem letzten Punkt, da muss ich mal den Yankee auch mal ein bisschen korrigieren. Also er meint, die Fahrzeuge sind nur so detailliert, weil man verschiedene Größe der NPCs hat. Ja, so Unrecht hat er natürlich nicht. Das Pedal getestet wird, ja, Pedal wird in-game durchgedrückt, verständlich. Rechts ist das Gaspedal, einzelne Chat ist ja so, ja, können wir alle bestätigen, und links ist die Bremse. Soll ich mal Real-Life-Story erzählen, Chat, wie ich besoffen Auto fahren wollte? Nehmt euch bitte kein Beispiel. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt nach Afghanistan fahren wollte, ja? Ich war Schrebergarten und ich wollte 200 Meter fahren. Ich wollte umparken. Ich wollte jetzt nicht nach Kroatien Familienurlaub, so, ne? Ich gehe so und denke mir, ich parke lieber um, bevor morgen mein Auto kaputt gemacht wird. Nein, das war Schrebergarten. Wie alt war ich da? Das war vor 10 Jahren oder so. Ich gehe in mein Automatikauto, setze mich rein. Also kleiner Spoiler, ich habe das nicht geschafft, das Auto umzuparken. Nein, da war ein guter Parkplatz. Ich war scheiße gestanden und da war so ein Traktor vor mir auf Schrebergarten und ich hatte Angst, dass er mein Auto kaputt macht. Der gute alte, die Geschichten aus dem Schrebergarten kommen jetzt. Ich gehe so ins Auto, ich will starten. Denk mir so, ja, Bro, was soll denn passieren? Polizei nicht da, ich kann keinen überfahren, alle schlafen, es ist 3 Uhr morgens. Pack halt schon ein bisschen um, so, ne? Ich gehe so rein, setz mich rein, also ich war jetzt nicht sturzbesoffen, bitte jetzt auch nicht denken, ne? Ich will die ganze Zeit auf Kupplung drücken, also ich starte das Auto, ja, will rausfahren, Rückwärtsgang, drück so auf Gas und dann auf Kupplung. Und dann mache ich so... So, hä? Wieso ist die Kupplung so empfindlich, ja? Und dann probiere ich das nochmal. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, scheiß drauf, ich parke lieber nicht, Bro. Irgendwie, ich weiß nicht, was mit der Kupplung heute los ist, aber ich habe die ganze Zeit auf Bremse gedrückt, checkt ihr? Bro, ich habe einfach Kupplung gesucht. Ich habe Kupplung gesucht, ich Depperle, ja. Also eigentlich sollte man niemals, ein Bier ist es vorbei, Autofahren ist vorbei, so. Da wollte ich halt umparken, ja. Und was Yankee sagen wollte, die Figuren sind unterschiedlich groß. Das macht auch Sinn, was er sagt. Das macht Sinn, ne? Lenkrad, ja, Bäuchlein ist im Weg, ja. Vielleicht zu Jason ein bisschen lustmolchmäßig, ja, sagen wir mal ein kleines Wesen zeugen und dann ist das Bäuchlein bei Lucia im Weg oder bei ihrer Mom, weiß man nicht, oder bei beiden, ich weiß nicht, wie Jason Zusammenspenden steht, ja, und ob die auf Threesome stehen, weiß ich ja nicht, das werden wir erst im Gameplay rausbekommen. Das könnte man eigentlich auch bei Yankee als Thema als letztes anknüpfen, ob es ein Threesome geben wird mit Mutter von Lucia und Lucia selbst, vielleicht mit Cal und Lucia und Jason, wurde leider noch nicht bestätigt, wollte ich nur damit sagen, ja. Noch ein Gerücht, was ich jetzt gesetzt habe, es wurde leider noch nicht bestätigt. Oder mit Jason holt Prostitution Girl ins Auto, stimmt, die danach mit Headshot leider verwundet wird, ja. Und ausgeblutet ihre Kohle hinterlässt, weil wir zahlen doch nicht für Prostitution Girls. Money Glitch. Also, das macht alles Sinn, was Yankee sagt. Aber, da kommen wir an einem Punkt an, das können wir auch noch anmachen. Man hört Helikopter im Hintergrund, hört ihr das?
Oder das ist der Über-Oleg im Hintergrund, der zu viele Bohnen gegessen hat oder laktosefreie Milch vergessen hat. Das macht auch alles Sinn, ja? Erst den Sitz zur Seite, dann den Tanga von der Prostitution Girl. Das macht alles Sinn, ja? Auch diese Federung, ja? Man kann den Lowrider im Auto machen. Aber jetzt kommen wir an einem Punkt an, der keinen Sinn macht. Und zwar der hier. Das ist meiner Meinung nach viel zu detailliert. Wozu sollte man das machen? Okay, animationstechnisch, Lucia macht so, wenn die Sonne kommt, aber das würde doch auf Dauer voll nerven. Wenn die beide, stell dir vor, beide spacken so und du erwischst so einen Punkt, kennt ihr das in GTA, wo ihr so einen Triggerpunkt erwischt und ihr steht gerade so in der Sonne, aber auch nicht und ihr bleibt genau in diesem Millimeter stehen und da machen die so... Wisst ihr, das wollen wir ja alle nicht, oder? Und das macht für mich auf gar keinen Fall Sinn, dass man diesen Spiegel so bewegen kann. Und deswegen setze ich mal ein neues Gerücht in die Welt. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich denke nämlich, dass wir VR im Spiel haben werden. VR-Modus-Chat. Das ist meine Meinung. Schau mal. Es erinnert mich so extrem an das. Seht ihr das, was er macht? Er kann alles verstellen. Er kann seinen Sitz verstellen. Er kann sein Kodein anfassen. Er kann alles machen in diesem Auto. Siehst du? Das ist es. Und jetzt macht es auch Sinn, warum wir in den Screenshots fucking Fingerabdrücke haben, ja, auf dem Touchpad. Hier auf dem Touchscreen sehen wir Fingerabdrücke. Bro, vielleicht, weil wir wirklich VR-mäßig auch sowas machen können. Das wäre doch übelst geil. Welche Ich würde es schon geil finden. Welche VR-Brille würde das packen? Ist es schwer umzusetzen oder was? Aber wir reden immer noch von GTA 6. Die haben 50 mal mehr RAM als zu GTA 5 Ära. Es ist ein PlayStation 3 Spiel versus ein PlayStation 5 Spiel, Chat. Und das ist nicht ein PlayStation 5, was gerade released wurde, sondern komplett schon lange draußen ist. Und wir kurz vor der PlayStation 6 stehen und wir haben eine PlayStation 5 Pro. Es hat sich viel geändert. Was damals gar nicht möglich war, weil GTA 5 Ära war das zum Beispiel gar nicht möglich. Wenn die GTA 5 heute rausbringen würde, wäre es vielleicht möglich. Checkt ihr, die Technologie hat sich verändert. Wer ist das? Du musst auch die Kleinen supporten, Paluten oder so. Mal die Kleinen supporten, erstmal ein Like da lassen und natürlich einen Kommentar. Mach weiter so, gib nicht auf, geiler Content. Geiler Content, müssen wir aber natürlich die Kleinen auch motivieren. So. Wenn du so wirklich auf dem Ding drauf sitzt. Sorry, oh Gott, Entschuldigung. Aber hier kann man sich auch so richtig schön reinlehnen. Also VR ist schon, GTA 5 ist zum Beispiel möglich, ja. Ja, süße Brie auf jeden Fall. Oleg, denkst du eher Trailer 3 oder wieder Screenshots, andere News von vor dem Earning Call? Es gibt ein mega Argument, was dagegen spricht, dass wir den Trailer Nummer 3 bekommen vor dem Earning Call. Und zwar, dass das Sommermarketing im Sommer startet. Was aber wiederum fehlt, ist ein Aufbau. Damit man ein Marketing aufbauen kann, braucht man einen Grundstein. Und der Trailer Nummer 3 wäre ein Grundstein für das Marketing im Sommer. Die Frage ist nur, heißt im Sommer beginnt das Marketing komplett? Dann würde es heißen, der Trailer kommt erst im Sommer, wirklich im Sommer. Ich hoffe natürlich, dass einiges kommt, aber man kann das nicht vorhersehen. Ich mache mich ganz kurz aus dem Weg und mache mal Löwenzahnmusik an, damit ihr euch besser konzentrieren könnt. Ja. Hallo Kinder! Herzlich willkommen bei dem heutigen Video, ja? Wir spielen jetzt gemeinsam eine Challenge. Und zwar spiele ich jetzt diesen GTA 6 League hier ab. Und ihr zählt bitte, wie viele Dildos hier im Video zu sehen sind. Ihr habt jetzt genau 1 Minute Zeit, die ganzen Dildos zu zählen. Oh, da blitzt irgendwas raus, so sehe ich gerade, ja? Das Dildo-Game vor GTA 6, Bro. Wir zählen Dildos vor GTA 6, das musst ihr mal geben, Alter. Ist doch alles okay mit uns? Ich sag, unter dem Kopfkissen ist auch noch eins. Und der im Arsch von Jason zählt auch noch dazu. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Obwohl, nee, das ist ja nur ein Analplug. Das zählt nicht, oder? Der gestopft wurde hinter dem... Ja, doch. Einen hat er noch im Mund.
Komm, wir zählen jetzt mal. Also, ich sehe 1, 2. Das ist sogar diese doppelte, ne? Da ist sogar dieser doppelte doch. Doppelpenetration ist sogar da auf dem Bett, oder? 1, 2, 3. Flasche zählt nicht, weil wir sind ja kein TikToker. Nur TikToker befriedigen sich mit Flaschen. So, jetzt hier auf dem Boden liegt gar nichts, ne? Zählt Zahnbürste auch? Nee, ne? Also hier haben wir auch auf jeden Fall einen. Das auf dem Bett ist keiner, sagst du? Sicher? Also Chat, jetzt mal Real Talk. Was ist das? 1 in den Chat, das ist Dildo. 2 in den Chat, no. Dildo oder Dildo? 1 oder 2 in den Chat. Das ist schon einer so. Haben wir hier homosexual Guys vielleicht, die sich auch sowas mal einführen? 7 in den Chat, weil ist ja nichts Verwerfliches. So am Nachmittag nach der Arbeit kurz penetrieren ist ja nichts Schlimmes. Oder dieses LED auch noch. Das habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Das sieht so fresh aus. Aber Bro, das muss ein Puff sein, da hast du vollkommen recht. Weil, Digga, das sieht schon sehr sass aus, ne? Weil, Bro, wer hat schon so ein LED an der Wand kleben? Also, bei mir ist ja nur LED, weil ich Streamer bin. Also, ich sehe da auf jeden Fall 1, 2, 3 und 4 ist hier. Hier. Aber wisst ihr, wie geil das ist? Schau mal hier der Effekt. Seht ihr die Kerzen, wie sie da durch dieses Vorhang durchleuchten? Das hatten wir in GTA 5 zum Beispiel nicht. Welcher Mensch hat so einen Ständer zu Hause mit Schuhen, Bruder? Das sieht einfach aus, als hätte jemand H&M ausgeraubt. Jetzt mal Real Talk. Boah, stell dir vor, der hat Lucia beim Puff kennengelernt. Boah, Junge, jetzt sind wir aber deep drin. Denk mir einfach mal, dass er die im Puff kennengelernt hat. Oh, kommende Wunder. Mein Samen läuft gerade an deinen Haaren herunter. Digga, das ist ein geiler Song, ja. Trust. Trust.